Wir wollten in unserer Chow mal ein Pinasco Power Casing probieren. Die Power Cases von Pinasco sind neu, es gibt noch nicht so viele Erfahrungswerte dazu, darum dachten wir uns, das probieren wir einfach mal aus. Die Pinasco Gehäuse gibt es in verschiedenen Varianten. Wir haben uns hier für die kleinste Version von Pinasco entschieden, die vergleichbar mit einer Polini Speed Engine sein soll. Im Lieferumfang bei Pinasco ist eine spezielle Kurbelwelle enthalten. Die unterschiedlichen Breiten der Kurbelwellenwangen kann man ganz deutlich sehen. Lediglich auf der Lichtmaschinenseite haben wir eine Schimmscheibe unter das Kurbelwellenlager verbaut. Wir haben die 6202 C3 Kurbelwellenlager verwendet, so wie es auch Malossi im MP1 Motorgehäuse macht. Das Motorgehäuse wird lediglich mit Dichtmasse abgedichtet, Pinasco verzichtet auf eine Dichtung. Nachdem die kleine Motorgehäusehälfte verbaut ist, werden alle Schrauben mit dem nötigen Drehmoment festgezogen. Jetzt wird der Kolben eingebaut mit Kolbenring und Kolbenbolzenclips. Da der Zylinder für uns auch noch neu war, haben wir erstmal mit 2 Zylinderfußdichtungen angefangen, den Zylinder montiert, um die Quetschkante zu ermitteln. Wir haben uns dann für eine 3. Zylinderfußdichtung entschieden, um die Quetschkante zu erhöhen. Der Auslassstutzen muss vor Montage des Zylinders montiert werden. Im eingebauten Zustand kann man ihn sonst so nicht mehr ohne weiteres wechseln. Wir verwenden eine BGM Kontaktloszündung in Verbindung mit einem Pinasco Flytech Polrad. Jetzt muss lediglich noch die Polradabdeckung und die Zylinderhaube montiert werden, dann kann der Kleine eingebaut werden. Als Vergaser benutzen wir das Malossi-Kit mit dem SHA 1313 Vergaser und einen Gianelli Ori Power Auspuff. Zu guter Letzt müssen wir natürlich noch unsere Kupplung anpassen. Da verwenden wir von Polini die Kupplungsfedern. Bitte beachtet, dass in der Anleitung vom Gehäuse und in der Anleitung vom Zylinder ganz klein Hinweise stehen, dass bei Verwendung in einer Chow Anpassungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Das bedeutet, einmal am Gehäuse muss eine Kante weggemacht werden und am Zylinderkopf müssen die Kühlrippen auf der rechten Seite flach gefeilt werden oder mit einer Flex flach geschliffen werden.